Kann ich mir nicht einfach ein Haus kaufen, eine Ranch kaufen oder eine Eigentumswohnung hier und, dann kann ich doch hier leben, André, oder? Auch ohne Visum. Das ist ein Mythos, Kinders. Die Frage kriege ich tatsächlich immer häufiger gestellt, dass, grade von euch ältere Generationen, so 20 plus oder sowas, ihr denkt immer, ihr könnt eine Immobilie hier kaufen und dann habt ihr natürlich auch ein Recht, die Immobilie zu nutzen und hier zu bleiben. Das stimmt, aber ihr habt natürlich nur das Recht, die Immobilie zu nutzen hier im Rahmen des ESTAs, oder des Touristenvisums. Ihr bekommt nicht automatisch hier ein Bleiberecht, ein Aufenthaltsrecht in den USA, nur weil ihr hier eine Immobilie gekauft habt. Also natürlich dürft ihr hier Immobilien kaufen, wenn ihr keine Chinesen seid. In Texas ist das stark eingeschränkt für Chinesen. Anderes Thema, kommen wir später zu. Aber ihr könnt natürlich hier passives Einkommen erwerben. Und der Begriff ist wirklich passiv. Denn die Amerikaner, die legen darauf Wert, dass du die Wohnung zwar gekauft hast und wenn du hier Tourist bist, kannst du natürlich auch in deiner Wohnung oder in deinem Haus hier wohnen. Aber das muss natürlich im Rahmen des ESTAs sein, also der 90-Tage-Frist hier. Oder wenn du ein B-Visum hast, auch vielleicht ein bisschen länger. Aber es gibt dir kein Recht, hier eine Green Card zu bekommen oder eine ständige Aufenthaltsgenehmigung. Das ist nicht drin. Dafür musst du tatsächlich den Weg wie alle anderen auch gehen. Das heißt, du musst hier entweder Arbeitsplätze schaffen oder du musst hier Geld investieren und Arbeitsplätze schaffen oder du musst an irgendeinem Weg finden, hier eine Green Card zu bekommen. Wenn du hier allerdings ein Airbnb draus machen willst, gerade in Texas oder hier in Austin besser gesagt, dann ist das stark eingeschränkt. Denn Austin vergibt nur noch wenige Lizenzen für Airbnbs hier, weil das einfach zu viel geworden ist. Und du musst bedenken, du musst eine Bettensteuer zahlen und. Da mache ich mal ein eigenes Video zu. Also die Quintessenz ist auf jeden Fall, es reicht nicht, hier eine Immobilie zu kaufen und du kriegst automatisch eine Green Card, sondern du musst den Weg gehen, wie alle anderen auch, Arbeitsplätze schaffen, Geld investieren, hast du ja gemacht mit deiner Immobilie. Und vor allen Dingen musst du dem Zöllner oder dem Konsularbeamten klar machen, warum du jetzt vor Ort sein musst. Und wenn du ein Airbnb hast und kein Visum hast hier und immer mal hinfährst und nach dem Rechten siehst oder sogar Gäste eincheckst, dann ist das illegale Arbeit. Also immer schön aufpassen, nehmt euch einen Anwalt dafür und nicht einfach hier Immobilie kaufen, Airbnb draus machen und betreiben.